24 Angler. Here we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Wise. Feel the difference. Scotty Just Grill Anywhere. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Finalrunde, zur Final Four des YouTube Predator Cup Bank 2022. Wir hatten schon verraten, dass wir was Besonderes machen wollen im Finale an einem besonderen Austragungsort. Und heute also lüften wir das Geheimnis, wohin es uns verschlagen hat. Manch einer wird es vielleicht schon erkannt haben. Wir sind auf der Azoreninsel São Miguel und nein, wir sind nicht so weit gereist, um euch atemberaubende Landschaftsaufnahmen zu liefern. Die bekommt ihr zwar auch on top, aber der Hauptgrund, warum wir hier sind, ist ein anderer. Egal, wo wir bisher gefischt haben, ein Faktor spielte bisher immer eine ganz, ganz wesentliche Rolle, nämlich die Kenntnis über die besten Spots. Wer wohnt am nächsten an den Turniergewässern? Wer hat die meiste Zeit zum Trainieren? Wer hat den heißesten Tipp bekommen? Und wer hat letztlich die beste Gewässerkenntnis, die besten Spots? All diese Faktoren wollten wir einmal auf Null setzen. Wir sind hier an Gewässern, an denen alle 4 Finalteilnehmer noch nie in ihrem Leben einen einzigen Wurf gemacht haben und das wird sich bis zum Wettkampf auch nicht ändern. Die Angler konnten vorher natürlich im Internet recherchieren. Sie dürfen hier auch vor Ort sich einmal gemeinsam jeden See ansehen, wenn sie das möchten. Aber sie werden bis zum Wettkampf hier keinen einzigen Probewurf machen dürfen. So wollen wir die Angler aus ihrer Komfortzone rausholen und natürlich sind wir besonders daran interessiert zu beobachten, wie die 4 erfolgreichsten Angler des YPC Bank 2022 sich an für sie völlig unbekannte Gewässer herantesten, was ihre Taktik ist, um diese zu erkunden und letztlich die erforderlichen Wertungsfische zu fangen. Die Azoreninsel São Miguel erschien uns für dieses Vorhaben als der perfekte Austragungsort. Denn neben der Tatsache, dass Patrick, Ton, Landry und Luis hier noch nie waren, hier noch nie gefischt haben, ist es einfach eine Insel, wo wir auf sehr kleinem Raum die Möglichkeit haben, gut auf Zander, Hecht und auf Barsch zu fischen. Aber das ist natürlich nicht das einzig Wissenswerte über diese wunderschöne Insel. Ein paar weitere Informationen hat mein Freund Charles Rettinghaus für euch. Wir befinden uns also auf São Miguel, der größten von 9 Azoreninseln, die alle vulkanischen Ursprungs sind. Die Azoren gehören zu Portugal und damit zur Europäischen Union, auch wenn sie ca. 2,5 Flugstunden westlich von Lissabon mitten im Atlantik liegen. Auf den Azoreninseln leben ca. 240.000 Menschen, davon rund 70.000 in der Hauptstadt Ponta Delgada, die sich auf der Hauptinsel São Miguel befindet und in der wir unser Quartier aufgeschlagen haben. Die bedeutendsten Wirtschaftszweige der Azoren sind neben dem Tourismus die Vieh- und Milchwirtschaft. Wegen der hohen Wärmekapazität des Atlantiks sind die Winter mild und die Sommer moderat warm. Die Vegetation profitiert das gesamte Jahr über von hohen Niederschlägen. Durch die biogeografische Isolation verfügen Flora und Fauna über eine ganze Reihe endemischer Arten. Bedingt durch den warmen Golfstrom tummeln sich um die Inseln etwa 500 verschiedene Fischarten, doch wegen denen sind wir nicht hier. Wir wollen, wie es beim YPC Bank üblich ist, das Süßwasser beangeln und uns stehen hierfür 3 Gewässer zur Verfügung. Der Lagoa das 7 Cidades im Westen, bestehend aus Lagoa Azul und Lagoa Verde, portugiesisch für blauer und grüner See, beherbergt Hechte und Barsche. Der Lagoa das Furnas im Osten zusätzlich auch Zander.
Der wunderschöne Lagoa do Fogo ist der einzige der 3 Seen mit Black Bass Bestand, der 4. relevanten Fischart in dieser Finalrunde. Kommen wir nun zu den 4 Finalteilnehmern. Landry Rosens von Fish Explorer wurde Dritter in der Gruppe A und gewann dann die Zwischenrunde A-B knapp vor Raubfischzentrum-Vertreter Luis Mendes, der zuvor die Gruppe B dominiert hatte. Westlands Toon van Ham marschierte eindrucksvoll durch beide Runden, sowohl die Gruppenphase als auch die Zwischenrunde gewann er deutlich. Foxrage Pro-Staffer Patrick Marable konnte wie schon im Vorjahr 2 zweite Plätze erreichen. Mit Landry und Patrick haben wir also 2 Angler dabei, die schon im Vorjahr unter die letzten 4 kamen. Beim Buchen der Flüge fiel uns auf, dass erstmals in der Geschichte des YPC kein Angler mit einem deutschen Pass die Runde der letzten 4 erreichen konnte, obwohl Patrick und Luis in Deutschland geboren wurden. Toni erklärt den Kontrahenten am Vortag des ersten Wettkampftages das finale Regelwerk. Hello guys, I'm glad that you all made it to this beautiful island and that even your tackle arrived in time. I will now tell you the final rules of the final 4 of the YouTube Predator Cup Bank 2022. During the 3 days you can bring in 7 fish to fill your cart. 1 perch, 1 zander, 1 pike, the 3 various fish, so like it used to be in the group stage, and this is new, 1 black bass to have the 7 fish. Every day you will have 8 fishing hours, but the times will always be different. On the first day we're gonna start at 12:30 and you can fish till the sundown. On the second day you start at 10, fish to 6 p.m. and on the 3rd day you will have the possibility to get the early morning bite, if that exists. I never tried that early. So we're gonna start around 7 and fish till 3 p.m. then. So choose your tactics wisely. There will be 70 bonus points in total, 40 topwater points, 10 for each catch. If you catch a sizable topwater fish, that brings you 10 points. You can make 40 in total, plus there will be 30 island points. If you are able to catch a sizable fish in any of the 3 big lakes, then you get 30 extra points as well. So 70 points in total that you should try to get. You can now watch this lake. Afterwards you will all go together to the 2nd lake, to the Fogo, and then to Azul. You will have enough time to watch them. Watch them carefully, make a good plan, look where you get to the water. Of course you're not allowed to cast, but you can make some good thoughts, and then I wish you a lot of luck for tomorrow and I hope that we're gonna have a great show. Die Regeln nun also noch einmal ganz schnell zusammengefasst. An 3 Angeltagen, die alle zu unterschiedlichen Uhrzeiten beginnen, müssen die Angler für eine Fullcard mindestens 7 maßige Fische fangen. Einen Hecht, einen Zander, einen Barsch und einen Black Bass, dazu 3 Bonusfische. Der Black Bass bzw. Large Mouth Bass, zu Deutsch Forellenbarsch, wird so gezählt wie der Flussbarsch, also mit einem Mindestmaß von 22 und einem Faktor von 2. Insgesamt gibt es 70 Bonuspunkte zu ergattern, 4 mal 10 Punkte für maßige Topwaterfische sowie 30 sogenannte Inselpunkte oder Island Points für diejenigen Angler, die es schaffen, an allen 3 Gewässern mindestens einen maßigen Fisch zu fangen. Nun aber los! Wir sind gespannt, welche Taktik sich die 4 Kontrahenten für den ersten Tag, an dem vom Mittag bis zur Dunkelheit gefischt wird, zurechtgelegt haben. We made it to the final for the first time and I'm very pumped up to start fishing. As you can see, I'm a bit tired. I didn't sleep well last night. I was dreaming about fishing and stuff, what I should be doing, and I was up already very early. Although we fished today,
the evening hours. And that's why I think I will start off with the Zanders. There are 3 lakes. One lake contains zander, pike and perch. One lake contains only pike and perch, but bigger ones. And one lake only contains black bass. So that means, in my opinion, I would always start in the lake with 3 species. So you have the highest chance to fill the card. So that's what we are going to do, and we will try to catch a zander at least. That's my absolute minimum today. I need to catch a zander to get rid of that fish, and then we can move to the other lakes because of the bonus points to fish all lakes. We will see what happens, and I'm very pumped. Drück mir die Daumen and let's go! Hi Leute! Jo, Finale vom YPC. Crazy, crazy, crazy. Also, wow. Ich bin immer noch total baff und erst recht mit, ja, wohin es die Reise ging. Kranke Geschichte. Und bin jetzt auf dem Weg zum ersten Gewässer, wo ich starten werde. Welcher See das ist, wird ihr noch erfahren. Ich habe noch 33 Minuten Autofahrt. In 33 Minuten mal schauen, was uns noch alles einfällt, was ich euch erzählen kann. Hello everyone, and welcome to the final round. I am happy to speak again with you. We are on an island in the south of Europe, and I am in a mountain today, and I will discover a new lake. So I never fish on this lake, I know nothing of this lake, just one thing. In this lake there is black bass and trout. In the rules, trout is, I don't need to catch some trout, but I need to catch some bass. So I will try to catch today one big. It's my plan. I would like to catch a 40 plus. So let's go to discover this lake. I see only on video, and I think it's very beautiful. Landry fährt also zunächst an den Lagoa do Fogo, während Ton nach etwas Warm-up unseren 4. Finalteilnehmer begrüßen kann. Herzlich willkommen. Jetzt melde ich mich auch vom ersten Spot. Ich bin hier erstmal angekommen und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich sehe meinen Konkurrenten Ton van Han an der Stelle, die ich mir rausgesucht hatte. Überrascht mich nicht, denn er hat wahrscheinlich genauso wie ich sich ein bisschen informiert über diesen See und er hat wahrscheinlich auch die Tiefenkarte gesehen und das ist eine sehr markante Stelle. Die Besonderheit an dieser Stelle ist, dass wir einen Tiefenbereich relativ nah am Ufer haben. Es wird also relativ schnell tief. Zusätzlich ist hier die Besonderheit, dass wir wie eine kleine Zunge haben, die reinragt ins Wasser, in den See. Und unter Wasser geht diese Zunge auch weiter. Wir haben dann quasi ein kleines wie Plateau, was links und rechts etwas tiefer ist. Ich muss auch sagen, gestern habe ich eine kleine Runde gedreht um den See und genau an dieser Stelle habe ich auch ein paar Fische-Rauben gesehen. Und zwar mehrere kleine Barsche. Die sind jetzt auch wieder aktiv. Hier und da hört man immer wieder kleine Futterfische springen. Das gibt mir jetzt natürlich die Möglichkeit, als erstes den Topwater-Punkt ja, versuchen zu bekommen. Ich werde starten mit diesem Yo-Zuri Stickbait. Es ist relativ klar und wir haben sehr, sehr viele kleine Brutfische. Die sehen ungefähr so ähnlich aus und darauf setze ich jetzt. Also drückt mir die Daumen, dass der Plan gleich aufgeht. Landry beginnt am Lagoa do Fogo. Ton und Luis fischen also in Sichtweite voneinander am Lagoa das Fornage. Und auch Patrick hat sich für den Start dieses Gewässer ausgesucht. Ja, jetzt fängt das Bekloppte an. Ich tendiere ja eh immer schon dazu, viel zu viel mit mir rumzuschleppen. Jetzt bin ich an einem Gewässer, wo ich noch nie geangelt habe. Wo es aber auch wirklich drauf ankommt, möglichst schnell
den Weg zum Fisch zu finden. Und da ich ja nicht nur direkt am Auto bleibe, sondern jetzt vorhabe, auch ein bisschen hier hoch zu latschen, muss ich wohl oder übel eine echt breite Auswahl an Ködern und Methoden und Montagen mitschleppen. Was bedeutet, ich werde einen ultraschweren Rucksack tragen. Was ist das? 3 Routen, denke ich mal. Ja, mit 3 Routen bin ich gut aufgehoben. Das war jetzt mein Zandergewässer. Nichtsdestotrotz werde ich trotzdem versuchen, hier auch auf Hecht zu fischen, weil es Kraut, Hechte sind drin, Barsche auch. Also der ein oder andere Chatterbait, Spinnerbait, vielleicht auch Hardbait wird also seinen Weg finden ins Wasser. Aber 36 Minuten noch. Leute, ich will loslegen. Ich kann nicht mehr, ich will Gas, ich will Fische fangen. As you can see, this is a big lake, and I want to take a big bath on this lake. So the parking is on the other side of the road, and there is a way, a hard way, to go to the lake. So we will walk a lot, and I will try to catch bass only on this area, because the lake is very big, and I don't need to lose my time to walk a lot. So I choose only this side of the lake. I saw on YouTube some video from Ecton Barsch, and I know there is bass on this area, so I will only fish there. Das ist natürlich jetzt gerade nicht optimal. 10 Minuten bevor es losgeht, frischt gerade der Wind auf. Jetzt ist die Wasseroberfläche nicht mehr ganz so glatt, wie als wir angekommen sind. Jetzt haben wir hier wirklich so kleine Wellen, die auf unser Ufer drücken, aber trotzdem. Ich werde als erstes Topwater probieren. Die Topwater-Punkte werden diesmal extrem wichtig sein, generell alle Extrapunkte. Ich muss die 30 Punkte für die 3 Seen bekommen und ich brauche 4 Topwater-Fische, weil sonst habe ich überhaupt keine Chance. Louis is also at this spot, and I know he will start with topwater. So I'm just starting with a normal jig, and I keep it in mind. I'll keep a close look. If he starts catching fish, I'll switch as well. So let's go! Schon Step nach vorne. Das werde ich jetzt auch tun. Das YPC-Finale 2022 beginnt jetzt. Drückt mir die Daumen. Leute, das war der erste Wurf und ich hatte direkt die erste Attacke von einem Barsch auf Topwater. Ja Leute, ich bin am Lake Furnas, Lago Furnas, ist ein See mit Zanderbestand, und da heute bis in die Abendstunden gefischt wird, habe ich mich für dieses Gewässer entschieden, weil ich hier einfach die Hoffnung habe, den Zander heute zu kriegen. Für den dritten Tag, wo wir morgens starten könnten, habe ich mir Lake Fogo ausgesucht, weil dort ich die ziemlich viel runterlatschen muss. Das ist ziemlich ein fieser Fußmarsch ist das, und da ich ein bisschen Knieprobleme habe, ist mir das Risiko zu groß, dass ich wenn ich den See zu früh mache, dass ich danach die Tage gehandicapt bin, dass das Knie Terror macht. Und deswegen habe ich mich für diese Variante jetzt entschieden. Nichtsdestotrotz, obwohl es ein Zandergewässer ist, sind hier auch viele Barsche und Hechte drin. Und als wir hier gewartet haben, hatte an der Oberfläche so ein Barsch gejagt, und deswegen habe ich jetzt direkt mal mit Topwater begonnen. Und ja, der erste Wurf brachte direkt mal eine Attacke. War ein kleiner Fisch. Ich denke mal, mit viel Glück wird er die 22 gehabt haben. Nichtsdestotrotz wäre echt krass gewesen, so der erste Fisch direkt mit dem ersten Wurf fürs Finale. Das wäre ja mega gewesen. Egal, muss ich halt ein paar Würfe noch warten. Bin aber sehr zuversichtlich, dass wir schon in den ersten, ja, ich denke mal 10, 15 Minuten den ersten Fisch sehen werden.
YPC-Finale 2022. Ich habe den ersten Fisch gelandet. Ich glaube sogar, diesen Maßen könnte die 22 haben, direkt mit Topwater. Ist das geil. Einzig bittere wäre, Ton hätte direkt die Information, wo ich mit Topwater Barsche fangen kann. Fish! Yeah! Let's go! Second cast. First species is in. We got a perch. Ah, such a good strike. Second cast, second strike. It's not a really big one, but it's definitely countable. And it took on the bull tees. So now we switch to topwater. We know they're here. Let's go. Mein 24er Berschken. Topwater-Punkte auch noch. Ich setze ihn jetzt zurück. Danke, mein Lieber. Boah, wer? Ton hat auch einen Fisch. 28 and a little bit. So first fish for me. Really cool to have this species already. It's not big, I know, but at least it's a sizable fish. And we'll put it back and we continue fishing. There it goes. 28 centimeters. Good. Die ersten Punkte sind auf dem Board und auch der erste untermaßige Fisch hat den Weg in einen Kescher gefunden. First bass. It's not the 40, please. it's 10 centimeters. I never seen a bass like that. Okay. There is bass, but this is not the good one. Fish. A zander. It's 41, so not sizable. Oh ja, Fisch. Wird gerade die 24. Yeah. Fish on. 24 centimeters. Oh, I lost one. Fish on. 23 centimeters. Oh, sorry. Oh, that's a big one. Yes! It counts. It counts. It's a nice one. It's like maybe 40. I think 38. But yeah, and topwater bonus points. Yoo! Crazy. The competition begins for me. Yes. Yeah, look at this. Ooh. It's over. 40! It's 40! I am super happy with that. I have the bonus point and I have 80 points, so it's so perfect. It's so perfect. Auch für Landry beginnt der Angeltag spektakulär. Zunächst verfehlt der Bass noch den Oberflächenköder, doch zu Landrys Glück attackiert er auch beim nächsten Wurf. 80 Punkte für den Bass sowie 10 Bonuspunkte wandern aufs Konto des Belgiers. I continue, I am happy with my 40 bass, but I think I can take a bigger size. So I continue with topwater and I will fish on the shallow area and I take the way to the deep area to find some big fish. So let's go. And I see the depth on the lake because I found before the fishing, I found the bathymetric card, so bathymetric map, sorry. And yeah, I know where is the deep area and I would like to fish on this spot. So follow me and let's go. Das Black Bass Weekend 2022. Bullseye-Routen mit bis zu 15%. Nace Venom mit 20%. Miuras Mäuse von CWC
für bis zu 25%. Die Methanium DC 101 mit 30% und der Gunky Scanner in Red Perch mit bis zu 40% Rabatt. Insgesamt über 2500 Produkte bis zu 70% reduziert. Vom 25. bis 28.11. das Black Bass Weekend auf hechtundbarsch.de. So, ich bin natürlich auch sehr interessiert, was hier an Action geht am Gewässer und habe mich deswegen ins Auto gesetzt, um die Angler vor Ort zu besuchen. Ich fange an heute am Lagoa de Furnas, wo wir unter anderem den momentanen Tabellenführer haben. Ton, you're leading in points at the moment. You caught 3 perch already? Yeah, I have 3 perch and an undersized sander and a lost pike, so I had a good start. Yeah, and are you fishing for zander mainly, or what's the target? Yeah, mainly I try to catch a zander, but we saw some topwater action here. Tried really short with a topwater, but that wouldn't work. So I switched to a smaller jig and to get the perch in the beginning. So okay. That's basically the plan of today, catch a zander. Okay, and you think that you will stay the whole day here, or is there might be a change? Depends on the fishing. It depends. If I have a zander quick, I think I will move to the Bass Lake. Okay. Already one zander, even if it did not have the size? 41, so just not the size. Just too short, but that's a good sign. That it is a good sign. At least you're able to get zanders to bite. From here. Yeah, and also, I mean, I guess you watched maybe one of our videos, or at least looked at the... I saw all of them, yeah. Because I guess there's a reason why you started here. Yes, I saw in the video of Hecht und Barsch, where they were visiting Lake Furna, that they were actually fishing here, this stretch. So that's of course why we start here. I also saw Louis' car on the parking. Yes, he was a bit too late. And where is he? I think he went to the right now. Okay, then I will see what he does. Yeah. I think he has no fish yet. Not yet, no. Ah, yes, he had one. Or maybe now. He has one. Okay. He caught a 24 centimeter perch on top water. That's good. And we just see that Landry caught a 40 centimeter topwater bass. Ooh, that's a nice one, Landry. That's good, man. Everyone's catching fish, that's good. Yeah, that's really cool. It's a good sign. I'll go over to Louis and look what he's doing. Yeah, okay. Oh. Yeah. Oh, 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 oh. Wow, wow, wow. Ich hab ihn. Oh, das wird aber knapp mit den 22 cm, glaube ich. Aber vielleicht habe ich Glück. Ja, Erdmaß. Berührt gerade die, was ist das? 24,5. 25. So, ich bin jetzt hier ein paar Meter rüber gelaufen. So weit war es nicht, denn Louis angelt ganz in der Nähe von Ton. Und ich durfte hier gerade miterleben, dass du einen Topwater-Barsch in den Kescher befördern konntest. Und es war auch nicht der erste. Genau, das war jetzt der zweite Fisch.
Meine Taktik ist heute, dass ich mit den Topwater-Punkten anfange. Ist auch ein bisschen YPC-Geschichte. Ich glaube, es gab noch nie einen Topwater-Fisch bei mir. Und ja, weil ich weiß, dass es extrem wichtig ist, vor allem jetzt in der finalen Runde, alle Extrapunkte mitzunehmen, habe ich gesagt, ich stelle mich meinem Angstgegner und werde erstmal die Topwater-Punkte voll machen. Machst du auch sonst nicht so oft, ne? Auch jetzt unabhängig vom YPC bist du jetzt nicht so wahnsinnig viel am Topwater-Angeln normalerweise, oder? Generell nicht. Ich habe es tatsächlich schon mal gemacht. Das war auf Sri Lanka, auch erfolgreich, aber ich glaube, da hätte ich auch einen Stock reinwerfen können. So ein bisschen anderes Gewässer. Es ist ein bisschen was anderes, aber ich versuche damals die Tipps noch hier mitzunehmen. Nein, Quatsch, das ist eigentlich eine Angelei, die ich wenig mache. Warum eigentlich? Ich angel auch generell wenig auf Barsch, muss ich sagen. Okay. Es ist nicht so, dass ich keine großen Barsche fange, aber gerade beim klassischen Hechtangeln haben wir oft große Barsche mit dabei. Und ich mache das vielleicht 1-2 Mal im Jahr, dass ich wirklich gezielt den ganzen Tag auf Barsch angel. Und ja, da ist Jiggen oder Finesse-Angeln mein Favorite. Aber klar, spektakulär. Ich hatte gerade richtig Action, Nachläufer, Fehlattacken. Das ist schon, ich verstehe Leute, die darauf stehen. Ich finde es übertrieben geil, muss ich sagen. Ich finde es halt echt schön, auch so eine Rückmeldung zu kriegen, ne? Also beim Topwater-Angeln siehst du halt echt viele Fische, auch wenn sie am Ende nicht beißen, die sich für deinen Köder interessieren. Das ist halt, finde ich, ganz cool. Das ist sehr aufregend. Und vor allem, man sieht ja hier wirklich teilweise die Barsche rauben. Nicht die ganze Zeit. Jetzt ist wieder ruhig, sage ich mal, seit 5-7 Minuten. Man hört gar nichts. Und dann gibt es wieder so ein kleines Fenster von 5 Minuten, dann sieht man sie überall. Dann hat man nach rechts ausgeworfen, dann sieht man sie links, dann wirft man nach links, dann rauben sie rechts. Das ist echt krass. Die sprechen sich ab. Und wenn du deine 4 Topwater-Barsche vollmachen würdest, was ja aktuell tatsächlich sehr realistisch erscheint, wie geht es dann weiter? Wenn ich die voll habe, will ich dann anfangen, mich durch die Wassersäule durchzuangeln. Ich bin gerade an der Wasseroberfläche, dann werde ich eine Etage tiefer gehen. Da werde ich mit Searchbaits, mit Bladed Jigs versuchen, so im Freiwasser zu gucken, was geht. Und wenn ich das Stockwerk durch habe, gehe ich dann an den Grund und werde dann jiggen. Und dann, egal welche Fischart beißt oder hauptsächlich Zander? Dann ist die nächste Mission heute, hier am Furnas natürlich den Zander zu bekommen. Das ist ja, wenn ich mich richtig informiert habe, der einzige See mit einem guten Zanderbestand. Und ja. Mit überhaupt einem Zanderbestand. Oder mit überhaupt einem Zanderbestand. Und das werde ich natürlich heute hier noch probieren. Aber ich habe mir auch, wir durften ja gestern uns den See anschauen. Ich habe eine kleine Runde hier gedreht. Ich habe ein paar Spots gefunden, die mir sehr gut gefallen haben. Vor allem auf der anderen Seite. Da ist quasi die Schattenseite vom See. Und da fällt dann auch gut Schatten rein ins Wasser. Und da habe ich ein paar wirklich sehr, sehr schöne steile Kanten gesehen mit schönen Steinen. Bin gespannt, wie gut da kommt man auch ran zu Fuß, ja? Ich habe es mir gestern angeguckt. Ich glaube, ich muss ein bisschen klettern. Ich hoffe, der Kameramann ist bereit dafür. Aber das ist klar. Es wird heute auf jeden Fall eine große, ja, ein großes Abenteuer, das Ganze hier. Ja, ich kenne den See eigentlich nur vom Bellyboot angeln. Das andere Ufer ist ein bisschen steil auf jeden Fall. Und ich war am anderen Ufer und es sah für mich nicht so leicht begehbar aus. Aber ist es auch nicht. Aber wir werden es dann sehen, ob du das hinkriegst und heile zurückkommst. Was Besseres? So. Ist das tief? Aber ist gelandet. Oh. Na jetzt, wie komme ich raus? Ja, ich kann mein rechtes Bein nicht so krass belasten. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es hier direkt an dem Stein boom, runter geht. Ah, yes! Na, ja, 74 nehme ich mit Kusshand.
Also Freunde, ein 74er Hecht darf jetzt zurück in die Heimat. Da der eine Fuß eh schon klatschnass ist, nutze ich das jetzt direkt aus, um ihm zu sagen, danke mein Freund. So. Und weg ist er. Yes. Zweite Fisch hat abgehakt. Gut, dass ich Stahlverfach verwende. Jetzt ist Slickshot. In der Klassikerfarbe Hot Olive. Der erste Hecht der Finalrunde geht auf das Konto von Patrick Marable. Mit diesem 74er übernimmt der Fox Rage-Mann vorübergehend die Tabellenführung. Bei dieser Frequenz an Fangmeldungen ist es schwer, den Überblick zu behalten. Ton hat bisher nicht bemerkt, dass sich Patrick am selben Gewässer befindet. And a pike of 74 for Patrick. So that's his second species. Then we have to catch up. I know he might be in the other lake, but we will find out soon. Topwater, 24er wohlgenerkter, aber kleiner Barsch. I think it's just sizable. 23 centimeter. All right, let's go. Yes. Gleiche Kategorie. 25. That must be an upgrade. Yeah. 25 centimeter. 2 centimeters upgrade. Yes! I knew there were bigger fish around. It's 34. What I've been doing is I have been slowly jigging perch imitations. So a small chatties of 7 centimeter on a light jigging it above the plants. I already caught a small zander, I lost 2 pikes, I caught a few smaller perch and now a bigger one, so I think this is the way to go. Let's continue fishing. Okay, I am now strike with the soft bait lure. I will change for chatterbait and move fast and maybe find a good area for fishing. Here is not so good. It's a LMAB chatterbait from LMAB, and I add Curly Louis from Monkey Lure. It's a nice combo. Patrick, alles klar, wie läuft's? Boah, okay. Nee, ist gut. Bist du nicht zufrieden? Doch, doch, auf jeden Fall. Wollte nur ein bisschen rumblödeln. Okay. Bis jetzt 6 Barsche und ein Hecht. 5 Barsche am Maßiger, den letzten habe ich nicht mal mehr dir gemeldet, weil der hat mit 24 gleiche Maß wie die anderen. Ja. Der Hecht war eine nette Überraschung. Zander, wie fängt man die hier nochmal? Angelst du jetzt hier gerade auf Zander? Hier, das hier war ein Barschspot. Mein Zanderspot dort, der hat überhaupt nicht funktioniert. Du hast schon auf Zander geangelt? Ja, dabei habe ich den Hecht gefangen. Ich habe gejiggt. Ah, alles klar. Und wie bist du drauf gekommen, jetzt hier in der Ecke zu starten? Ganz einfach, weil hier eine Rinne ist, mittendrin, und die wie ein L Richtung Ufer geht. Dort in der Rinne habe ich gefischt, weil das schon tief ist. Und ich habe halt gehofft, dass sie in Tiefen stehen. War nicht der Fall. Stattdessen stand am Rand der Hecht. Und mir hat das einfach zugesagt. Und wir haben halt hier gestanden und wir durften noch nicht fischen. Da habe ich schon die ersten Fische, Topwater Rauben sehen. Erster Wurf, Fehlbiss. Ich hätte fast mit dem ersten Wurf einen Fisch gehabt. Aber dann, ich glaube, der 5. oder 6. Wurf war es dann, und dann kam der erste. Topwater läuft ganz gut hier. Ja, Also, ist auch mein Eindruck. also ich vermute, Ton dort hinten erkannt zu haben, als ich vorbeigefahren bin mit dem Auto, dass er da ist. Und irgendwo muss ja auch der Louis hier herumflitzen, vermute ich mal. Aber das werde ich wohl spätestens bei der Ausstrahlung erfahren. Du hast nichts zu sagen. Ich sag nichts. Nö, brauchst du auch nicht. Aber ja, gegebenenfalls.
findest du es auch vorher noch raus? Ja, ich denke mal jetzt gleich, weil ich will einen Spotwechsel vornehmen. Weil, was soll ich jetzt noch großartig hier auf Barsche fischen? Und Du bist aktuell Tabellenführer. hab halt den Hashtag gehabt. Das Genau. Und die Topwater-Punkte, die sind noch ganz praktisch. Ja. Ich drück's mal so aus. In der Summe wäre ich schon ziemlich dreist, wenn ich mich jetzt beklagen würde. Das würde ich auch sagen, ja. Patrick, der sich zu Recht nicht beklagt, hat bereits einen kleinen Spotwechsel hinter sich. Luis strebt nun einen etwas größeren Stellenwechsel an. Spotwechsel, Freunde. Wir wechseln jetzt auf die andere Uferseite. Da erhoffe ich mir auf jeden Fall ein paar Zettis. Da ist das Wasser auch ein bisschen trüber als auf der Seite. Oh ja, und ich komme da schön an die Kante dran. Also nehme ich an tieferes Wasser, weil das Ufer sehr steil ist. Schauen wir mal. Ein Zetti brauche ich hier in diesem See. Hast einen schönen Hecht gefangen, habe ich gesehen, ne? Sehr, sehr gut. Ja, bei dir hast du auch schon Topwater-Barsche Ich habe mitbekommen. zwei, ja, das war auch mein Hauptziel. Ja. Aber die waren aktiver am Anfang. Ne? Ist es jetzt auch eingeschlafen? Du warst ja auch woanders, ja, ne? Ja. Ich war dort hinten in der Ecke. Okay. Ne, jetzt ist, man sieht sie auch nirgendwo mehr rauben, als wir angekommen sind, als wir noch nicht fischen durften. Da war Armageddon, ne? Überall. Das war so übel. Die Finger, ey, das hat gejuckt ohne Ende. Aber was mich überrascht, diese krasse Einheitsgröße. Außer jetzt Ton mit den Ausreißern, mit dem 34er. Ton ist jetzt auch hier irgendwo. Ton ist da unten. Da. Da wollte ich mich hinstellen als erstes. Aber ich kam hier an und er war 10 Minuten näher angekommen. Jetzt ist er dort, wo ich hin wollte. Aber wir müssen ja nur 20, 30 Meter Abstand halten. Von daher Ja. findest du dich weg. Ich glaube sogar 10. 10 reichen. Ja. Und ansonsten Kommunikation. Ey, Biggie, Dicke Fische. auf jeden Fall. Zieh was raus, ne? Haus raus. Luis und Patrick wechseln ein paar Worte am Wasser und auch Landry hat an seinem See Gesellschaft bekommen. Do you have permission to fishing? Yeah, of course, yeah. And can I have the best spot for fishing bass? Have a nice day. Have a nice day too. Bye bye. I have a little story. We took the license yesterday, and when we took the license, the price it's it's a joke, man. It's €2.50 to have a license. So I don't understand why it's so cheap. People is working a lot. A woman is making the paper, etc. It's €2.50. So it's like free to fishing here. But there is a control, so perfect system. I will try big lure on top water. It's a sick bait because the fish is so far. I cannot launch the little one, the little model. So yeah, I will try to catch maybe a bit bigger size bass, but I will launch on the deep area with this model. I can launch so far. Yeah, big one. Yeah, big one. It's bigger. Yes, 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 yes. The bigger ones are here as well. I should check what my smallest purchase, but pretty sure it will go over. A really small upgrade for me. Perch 25. We don't make too much noise because Patrick is just around the corner. Let's release it slowly and keep on fishing. We have to, of course, send it into the group, but maybe he sees it a bit later. Luis haben wir jetzt getroffen. Da steht der Ton. Jetzt ein Spot, den ich mir von Anfang an auf dem Radar hatte, weil die Kante hier relativ nah am Ufer entlang verläuft, also es ist ziemlich tief. Und ich hoffe einfach, dass hier irgendwo die Zander sind. Ja, und jetzt muss das einfach nur klappen. Das ist ein Fisch. Der im Kraut hängt.
Also er kommt jetzt mit viel Kraut hoch. Ich glaube, ich habe verloren. Ja. Nee, da hängt er noch. Der hängt noch. Ja, gleiche Größe, wie man es kennt. Aber könnte sein, dass ich die 24 cm verbessere. Der ist eindeutig 25. 24,6 würde ich mal sagen. 2 Punkte mehr. So, zurück ins Wasser mit dir, Freund. Nice. Wir gucken noch einmal kurz auf die Tabelle. Patrick hat mit 4 kleinen Barschen, einem guten Hecht und 20 Topwater-Punkten aktuell die Nase vorn. Ton hat die Barsche ebenfalls längst voll. Er konnte mit 34 den bisher größten fangen. Luis ist mit 2 kleinen Barschen und 20 Topwater-Punkten Dritter. Landry mit einem 40er Black Bass auf Topwater auf Platz 4. Mal gucken, ob er im Tieferen noch einen zweiten maßigen Bass fangen kann. I changed the spots, and this is a completely different spot. There is a lot of water here. I think there is maybe 10 meter depth. So I place a bleak shad, 9 cm, with 7 grams on the head. And I would like to try on the drop off, and I will check on the depth if big fish is there. So let's go. Leute, das war hart. Ich bin jetzt gefühlt einmal, ui, das war was Fettes geraubt. Ich bin jetzt einmal komplett um den See gelaufen. Wir haben jetzt 15:15 Uhr. Mit jeder Stunde wird hier der Schattenbereich größer und darauf setze ich. Also ich möchte auf dieser Uferseite jetzt ein paar Zettis fangen. Ihr merkt, das Ufer geht hier sehr steil runter. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber wenn die Uferpartie so steil ist, muss es eigentlich auch direkt hier sehr steil runtergehen. Ich sehe hier auch im Randbereich Futterfische im Schatten. Das Wasser ist hier trüber als auf der anderen Seite. Und wir haben ein paar Meter weiter hoch ja eine Quelle, die hier reinmündet, die noch mal ein bisschen Sauerstoff, kaltes Wasser hier reinbringt. Sieht alles erstmal gut aus. Jetzt haben wir nur eine kleine Mission, lieber Kameramann. Wir müssen hier knappe 8 Meter, ja nicht ganz, vielleicht 6 Meter hier runterkraxeln. Aber wenn wir unten angekommen sind, bin ich mal gespannt, was hier so geht. Drückt mir die Daumen. Das wird jetzt ein kleines Abenteuer. Das ist ein YPC-Finale-Spot. Entweder er bringt Fisch oder man verschwindet hier im Furnas. Lago Furnas. Stelle sieht schon mal gut aus. Hier kann ich vernünftig stehen. Mit dem Keschern habe ich auch keine Probleme. Was mir ein bisschen Bedenken macht, ist, dass hier sehr, sehr viel Holz am Ufer ist. Viele Bäume, die umgefallen sind. Also ich denke, da wird auch, das sieht hier auch sehr hängerträchtig aus, das Ganze. Aber ich fange erstmal an mit einem klassischen Jig. 10er Gummi, 10er King Louis. Und falls ich zu viele Hänger habe, werde ich umbauen und dann mit einem Offset-Haken und einer Chiburaschka versuchen, ja, an den Hängern vorbei zu fischen. Aber erstmal wird jetzt alles aufgebaut und gejiggt. Gute Tiefe. Habe jetzt erstmal nur einen 5 Gramm Kopf drauf. Aber oh, Biss! Auf den ersten Wurf einen Biss bekommen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Junge. Was für ein Biss. Chili Cheese. Oh, schon wieder ein Biss. Vielleicht sind hier Barsche. Oh, ey, das gibt's nicht. Das ist ein Barsche. Ey, hallo? Was ist hier los? Ich sage ja immer, das ist so ein bisschen so Aberglaube bei mir. Wenn ich auf den ersten Wurf am Spot einen Fisch fange, das ist eigentlich in der Regel kein gutes Zeichen. Deswegen ist okay. Aber jetzt darfst du hängen bleiben.
zweiten Wurf. Digga, das ist ein Zetti. Digga, das ist ein Zetti. Wenn ich den rausbekomme, Rudi, Junge, auf den zweiten Wurf, Digga. Jetzt aufpassen hier mit dem Holz. Nicht das Maul auf. Digga, das ist ein guter Fisch. Digga, das ist ein guter Fisch. Wichtig. Oh. Wichtig. Er steckt fest. Bitte. Komm schon. Wie bist du da reingeschwommen? Scheiße. Ich hab ihn wieder los. Wichtig. Das glaubt mir keiner. Ich bin jetzt mit dem Kameramann eine halbe Stunde gelaufen. Alter. Direkt an der Kante. Wichtiger Fisch. Habe ich das schon gesagt? Habe ich das schon erwähnt? Ich sollte einen Zander fangen. Das habe ich jetzt gemacht, Freunde. Äußerst schön hell. Mit 5 Gramm Kopf. Mit dem 10 cm King Louis. Berührt die 64er Linie. Ja, sehr schön. 64er Zander. Mega. Wahnsinn. Ich bin happy. Der Kleine darf jetzt schwimmen. Verpetz mich nicht, Junge. Dann werden wahrscheinlich wieder die anderen Teilnehmer heulen, dass ich am Cheaten bin mit meinem Chili Cheese. Aber es ist das YPC-Finale. No rules. Chili Cheese regelt. Bald ist Weihnachten und natürlich haben wir bei hechtundbarsch.de wieder sehr schöne Geschenkideen für Angler und dabei sogar die Spendierhosen an. Bei unseren Weihnachtsgutscheinen schenken wir euch bis zu 15% Gutscheinwert und bei den LMAB Weihnachtsboxen ist die Preisersparnis sogar noch größer. Egal ob Hecht, Barsch oder Zander, für nur 69,99 € bekommt ihr satte 120 € Warenwert. Wo ihr Gutscheine und Boxen bestellen könnt und in welchen Angelläden ihr die LMAB Weihnachtsboxen ab Dezember finden könnt, das entnehmt ihr unten der Videobeschreibung. Wow, Luis hat einen 64er Zander. Leck mich am Arsch. Where the fuck ist Luis? Wenn er jetzt dahin gefahren ist, wo ich war, dann lache ich mich tot. Der 64er Zander hier, das ist schon, ich schätze, als sehr, sehr stark ein. Ja, Luis, du hast richtig gemacht. Petri, Luis. Wirklich Petri. Respekt. Das gibt's doch nicht.
dritter Wurf, dritter Fisch. Also, dritter Biss. Das ist wieder ein Zettel. Alter, wir haben sie gefunden. Wir haben sie gefunden. Bitte nicht ins Holz. Nein, er ist schon wieder hier im Holz. Nein, 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 nein. Oh, er ist frei. Er ist frei. Komm. Oh. Kämpfen gut. Kämpfen gut. Oh. My life. Oh. Oh. Junge. Das glaubt mir keiner. 3 Würfe, 3 Bisse, 2 Fische gefangen. Junge. Junge. Aber ist auch unfair. Wieder auf Chili Cheese. Gute Größe. Gute Größe fürs Turnier. Was ist das? 65,5. Freunde, was soll ich euch sagen? Ich glaube, wir haben ein Nest getroffen. Ah, f*** you. Freunde, ich freue mich. Ich freue mich einfach. Ah, ich freue mich. Ich angel zum ersten Mal hier an diesem See. Echt krass. Es ist wirklich krass. Es ist einfach nur krass. Oh no. Kleine Frechdachse hat mir meinen kleinen Schaufelschwanz geklaut. Louis' Platzwechsel macht sich sofort bezahlt. Während seiner Beobachtungsrunde am Vortag scheint er die richtigen Schlüsse gezogen zu haben. Zumindest fängt er innerhalb kürzester Zeit 2 wirklich gute Wertungszander und liegt nun nur noch knapp hinter Patrick auf Platz 2. Wie reagieren die Kontrahenten auf diese Fänge? I heard there was another catch, so let's take a look. Ooh. Louis caught 2 big sanders, like big sanders. That's quite impressive. 64 and 66. That will be hard to top off. I think it's for us the moment to leave the spot as well. We cast a few times with a heavier rig, and then we continue fishing. But Louis, I have to say, that's kind of hard to beat. Well done. Einen zweiten? Nein. Alter. Boah, Junge, damit ist der ganz weit vorne. Krass. Alter, was macht der? Oh, shit. Schon wieder der nächste. Fuck, da ist ein Nest. Okay, das ist natürlich sehr traurig. Also darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet, dass wir hier so ein Schaufelschwänzchen fressen machen. Shit. Ey, die Fische sind on. Die Fische sind on. Die Absinkphase ist langsam genug mit dem 5 Gramm Kopf. Probier jetzt einfach einen mit dem neuen King Louis Pintail zu fangen. Hängt auf dem Pintail. Ohne Schaufelschwanz, aber ist was Kleineres. Oh, süß. Das sind die Fehlbisse, die ganzen, die ich zwischendurch bekomme. Er berührt genau das Mindestmaß von 22. Tschüss, Kleiner. Das ist natürlich cool. So lange runtergekraxelt. Aber es hat sich gelohnt. Irgendwie bin ich jetzt total nervös. Wenn man, weiß nicht, in 4 Würfen 4 Kontakte hat, jetzt bin ich richtig nervös, weil ich weiß, es kann sofort knallen. Das Gute ist auch an so einem Spot, ich fische halt eine steile Kante, die Fische ziehen an der Kante entlang. Das heißt, ich weiß, hier stehen Fische, hier werden sich aber auch immer wieder neue Fische hinstellen. Das ist ein Spot, den kann ich jetzt wirklich lange ausfischen. Weil ich weiß, es wird immer wieder neuer Fisch hier hinkommen. Und vielleicht sogar Richtung Dämmerung beginnt hier das große Fressen, obwohl die sind jetzt schon richtig aktiv. Das ist ja gemein. Voll die Eskalation, ey.
Okay, der Barsch war jetzt ein kleiner, 220er, aber trotzdem, ich komm einfach nicht auf diese 2 Zander klar. Crazy. Einwurf ging mal nix. Aber jetzt wieder ein Setti. Auf jeden Fall alle eine vernünftige Größe. Und 5 Gramm Chili Cheese. Guckt euch mal diesen Zander an. Crazy. Wie ein Leopard gezeichnet. Jesus. Das ist ein 70er Zetti. Berührt gerade die 70. Geil. 70er Zander. Hat sich das Laufen bezahlt gemacht, Mann. Du bist frei. Nach so einem mauen Start. Man kommt an den ersten Spot, den man sich rausgesucht hat. Dann steht da so ein junger, frecher Belgier, fängt einen Fisch nach dem nächsten. Ich gucke nur zu. Aber jetzt vorbei. Jetzt Schluss mit lustig. Bei Luis läuft's. 91 weitere Punkte gehen auf sein Board. Er holt sich die Tabellenführung. Landry tut sich trotz eines guten Fangs bislang schwer am Lagoa do Fogo. 3 big zander for Luis. Luis is on fire at the moment. Congrats, Petri. For me, it's very complicated. I don't know the lake, so I am searching, and I found only little bass like that, so it's very complicated. I will continue to search and discover another side of the lake, and but I see the little bass is super active. It's searching a lot to find some food. So I think if I find the right spot, I will take a lot of nice bass. But where? The lake is so big. I hope that the fish is not in the middle of the lake because from the shore it's not possible to fish there. So let's go to the another side and try this side. So Okay, so we will switch spots. We will try something else and try to get the zander. That's the main thing today. We might come back here in the evening, but I can't say that too loud because Patrick is also there. But for now we have to take a drive. We have to do something different. Fisch. Wir haben hier einen 52,5 cm Zetti. Ich saß bereits abfahrtbereit im Auto, um Landry zu besuchen am Lagoa do Fogo. Wollte da eigentlich mal vorbeischauen. Aber dann hat sich ganz schön was getan in der Gruppe. Und deswegen bin ich jetzt hier beim Mann der Stunde. Du bist Tabellenführer. Ehrlich? Aktuell. Du bist aktuell Tabellenführer. 3 große Zander, noch ein Ü50er. Also ja, so ein bisschen den... Für dich war zwar vielleicht das Topwater-Angeln der Angstgegner, aber ich glaube für die meisten ist eigentlich eher so der Zander der kritische Fisch gewesen in den Gedanken im Vorfeld. Den hast du jetzt auf jeden Fall richtig gut abgehakt. Was macht das jetzt mit deiner Taktik? Also was für Optionen? Das ist jetzt der Wahnsinn. Nee, ist ein Hecht. Das ist ein Hecht. Den brauchst du noch viel besser. Viel dringender. Wow. Dann will ich ins Holz gehen. Ich habe hier schon ein paar Fische verloren, nicht verloren, aber
Hier ist überall richtig Holz am Start. Jupp. Ja, ich würde sagen, das war eine ganz gute Einstellung. Chili Cheese, mein Freund, das ist das Geheimnis heute. Gut, ich wollte dich gerade fragen, ob du jetzt vielleicht auf Hecht angeln wirst oder auf Bass oder noch die Topwater-Punkte versuchst zu holen oder doch noch irgendwie versuchst, einen Zander abzugraden. Ich würde gerne einen Zander noch upgraden und dann, glaube ich, versuche ich hier an dem See meine Topwater-Punkte noch zu bekommen. Damit ich wirklich ganz entspannt morgen mich um Schwarzbarsch kümmern kann. Die Gefahr ist natürlich auch ein bisschen, die anderen wissen, was du fängst. Sie wissen vielleicht nicht, wo du bist, das weiß ich nicht genau. Ja, ich habe mich extra ein bisschen bedeckt heute angezogen, aber du machst gerade alles kaputt. Also, du bist schon leicht zu erkennen hier am Ufer. Ja, ich habe mich ein bisschen an dir orientiert. Weißt du noch, als du mit dem orangenen... Das ist für den Finaltag. Für den letzten Tag, dann hole ich das nochmal raus. Ich glaube, ich hake mal ganz schnell hier den Kollegen ab. Ich messe den mal, bevor der mir aus dem Kescher springt. Ja. So. Chili Cheese. Natürlich. Measureboard ist nass. Okay. Zieh's mal gerade. Gerade kriege ich es nicht hin. 68 hat er. 68. 68er Hecht. Sehr schön. Beim Zanderangeln, schöner Beifang, brauche ich natürlich. Der wollte sofort wieder weg. Schön, Toni, du bringst mir Glück. Bleib mal ruhig hier stehen, vielleicht kriege ich dann noch meinen Black Bass. Ja, Luis hat auf jeden Fall hier auf eigene Faust einen sehr guten Spot sich erarbeitet. Die anderen haben den bisher nicht, glaube ich. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die hier aufkreuzen wollen. Die hatten eigentlich eher auf die andere Uferseite gesetzt, da ihre Zander zu bekommen. Zumindest habe ich das so verstanden. Jetzt ist für Luis natürlich ein bisschen die Gefahr, je länger er hier steht und Fische in die Gruppe einreicht, oder beziehungsweise die Fische, die er eingereicht hat, reichen ja eigentlich schon. Ja, desto höher natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Jungs sich die Frage stellen, wo ist der Typ? Und ihn vielleicht auch anfangen zu suchen oder mal zumindest um den See rumgehen. Und wenn sie ihn dann hier natürlich sehen, ist das Geheimnis gelüftet. Deswegen wäre es vielleicht auch eine Option, einen Platzwechsel zu machen, um ja, das Geheimnis mit ins Grab zu nehmen, zumindest bis zur Ausstrahlung, und den anderen diesen Hinweis nicht zu liefern. Ich sehe, glaube ich, die Jungs auch auf der anderen Uferseite gerade nicht mehr an dem Spot. Vielleicht sind sie bereits auf der Suche, wo Luis sich versteckt hat. Towards the spot I will grind a bit with spinner baits, just every few meters I cast a bit, and then we make sure we try to find a spot where it's a bit deeper, where we can expect to catch sanders. So that's the plan for now. Let's try to find them. Right, let's go. While we were walking around the lake, I thought this looked amazing for both perch and pike. It has everything I look for, which is stones and grass. You see this big stony area, and then I saw some bait fish, some grass, so thought there might be a pike here. Das ist ein Upgrade. Chili Cheese Erfolgsgeschichte geht weiter. 61,5. 62er. Ja. Das könnte ein Upgrade-Barsch sein. Ja. Nur mein einziges kleines Problem ist, dass da hinten, glaube ich, der Ton steht und er sieht, dass ich hier gerade einen Fisch gefangen habe. Naja, ich habe ihn heute Morgen ja auch zugeguckt, wie er viele Fische gefangen hat. Freut mich. So, dann messen wir den schönen Barsch. Berührt genau die 32. Sehr schön.
32er Barsch. So. Luis marschiert an der Tabellenspitze davon. 4 große Zander, ein vernünftiger Hecht und ein ordentlicher Barsch. Dazu 20 Topwater-Punkte. Viel besser hätte es bislang nicht laufen können. Doch bisher hat er seinen Top-Spot nicht verlassen und die Kontrahenten nähern sich seiner Stelle von beiden Seiten. Also da, wo ich war, hat es nicht so gut funktioniert. Deswegen jetzt mal was anderes. Auf die andere Seite vom See. Der Fußmarsch war ekelhaft, aber hoffen wir, dass es belohnt wird. Muss er jetzt gerade sagen, so, ist echt krass flach hier. Ob das so gut ist? So it was worth the long walk because it starts becoming deeper, and we just saw Luis and Tony, and we know Luis is on a big streak with a lot of fish, so it looks good. That looks good. And then we will fish the evening at that spot. I think we have to search around a bit. I want to catch a pike first and look a bit around. And then, yeah, I don't know. We try to make it happen. Oh. Shit. I have a little one. And I have the big one. It's top water, no? Is this fish count? I think no, because I don't take with the lure. I take this fish with another fish. I take a little bass, it's coming and eat the little bass. It's crazy, huh? But now it's hook to my top water. No, it doesn't count. I am not okay with that. It was funny, but it's not count. I don't accept the situation. And let Tony decide. I would measure it. Okay, we will measure it. 36. He hunts only little bass. It's crazy. It's not easy to fish big bass on this lake. Not easy. Die Regeln sind klar. Ist ein Fisch regulär gehakt, dann zählt er. Und da das der Fall war, bekommt Landry für diesen Fisch die Punkte, auch wenn der 37er Bass möglicherweise einen kleinen Artgenossen fressen wollte, der zuerst am Haken war. Auch die Topwater-Punkte kann Landry für sich beanspruchen, denn auch wenn der kleine Bass den Köder möglicherweise knapp unter die Oberfläche gezogen hatte, erfolgte der Fang auf einen bei Stillstand und bei Führung schwimmenden Köder. Just read a message from the organization and the bass count. So I have a second fish with topwater lure. It's not really what it's coming, but yeah, okay, it's like that. I have 2 fish, but fishing here is very, very, very difficult. I think it's not the activity the problem, it's the area the problem. I don't find big fish, I don't find bass more than 20 centimeters. My decision and my plan is changing now. I will change the lake and I will go on the same lake of Luis, because I see the activity of Zander, it's good, and take a Zander on the lake is not so easy. So we climb the mountain and we go to the next lake. It's an impossible lake. I would like a boat to fish here. Landry beendet die Mission Black Bass vorzeitig, aber erfolgreich. Mit 2 guten Fischen im Gepäck macht er sich auf den Weg Richtung Fournages, wo sich seine 3 Kontrahenten aufhalten. Momentan ist er auf Platz 4 knapp hinter Ton, der bisher nur Barsche fangen konnte.
Patrick liegt mit 4 Barschen, einem Hecht und 20 Topwater-Punkten auf Platz 2. Luis konnte an nur einem Spot 3 Fischarten fangen, hat vor allem 4 gute Zander in der Wertung und kratzt bereits an der 500-Punkte-Marke. Ob auch die anderen 3 Angler Zander fangen können und wer als Tabellenführer übernachtet, erfahrt ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Wir hoffen, dass euch die erste Folge der Finalrunde gefallen hat und freuen uns über Likes, Abos, Feedback in den Kommentaren und natürlich darüber, wenn möglichst viele Produkte aus unserem Shop unterm Weihnachtsbaum landen. Ciao!